Und da bin ich wieder mit einem neuen Video zum Projekt Pool. Das ist ein Nachreiche-Video, wie versprochen, zum Thema EBTM Solarmatten aufbauen, reparieren, austauschen. Und beim letzten Mal hatte ich ja bemerkt, dass hier an dieser Stelle sich der Marder verbissen hat. Man hört die Luftgeräusche. Diese einzelne Rille hatte ich ja über diese Schrauben abgeklemmt. Und nach langer Suche habe ich nun eine Möglichkeit gefunden, und zwar über diese kleinen Verbinderröhrchen werde ich jetzt hier praktisch einen Bypass bauen oder eine Überbrückung, einmal auf diese Seite, einmal auf diese Seite und mit einem Stück Ersatzschlauch dieses defekte Teil austauschen. Das Überbrückungsstückchen des Schlauches entnehme ich einem Reststück einer EBTM-Matte, die schon vor längerer Zeit kaputt gegangen ist. Diese hatte ich mir als Ersatzteillager für genau solche Zwecke aufgehoben. Ich habe jetzt draußen schon mal grob nachgemessen und ungefähr 20 cm benötige ich. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und schneide jetzt hier einfach ein Stück von zunächst knapp 30 cm ab. Man sieht jetzt hier auch sehr gut den Schnitt hier, und hier ist eine kleine Rille. An dieser entlang werde ich jetzt die Matte abschneiden mit einem gewöhnlichen Cuttermesser und habe jetzt praktisch diese einzelne Röhre entnommen. Das Schlauchstück ist jetzt grob abgeschnitten, und da die Enden jetzt nicht besonders gerade sind, mache ich das in dem Zusammenhang nochmal etwas sauberer. Dass das anschließend auch schön passt. Die Verbinderröhrchen laufen jeweils zum Ende hin immer kleiner, konisch zu, und die Öffnung an sich ist jetzt hier wirklich sehr, sehr klein. Und beim Probieren, wenn man das jetzt schon mal rüberschiebt hier, ist so, das kleine Röhrchen hat ja für mich keine Bedeutung, aber dieses mittlere Röhrchen, das hat die exakte Größe, und deswegen werde ich jetzt eins tun: dieses kleine Röhrchen ebenfalls abtrennen. Um die Lochgröße etwas zu erweitern. So, da das Loch aber nicht wirklich größer geworden ist, mache ich jetzt eins. Ich nehme einfach einen normalen Holzschrauber, setze den jetzt hier in dieser Lochöffnung an. Ganz langsam, behutsam werde ich das kleine Loch hier etwas aufbohren. Das sich nun ergebende Loch ist schon deutlich größer. Auf der anderen Seite habe ich das schon gemacht. Und den gleichen Vorgang wiederhole ich jetzt beim zweiten Röhrchen. Allerdings mache ich das jetzt im Schraubstock, da das freihändig doch etwas waghalsig von mir ist. So, auch das zweite Röhrchen. Habe ich entsprechend aufgebohrt. Und nun werden die Röhrchen links und rechts ein, und damit das Ganze etwas geschmeidiger läuft, nutze ich Gleitmittel für den Sanitärbedarf. So, die erste. Und der zweite.
Das Ganze sollte an sich schon recht stabil sein, auch dem Wasserdruck standhalten. Aber ich möchte auf Nummer sicher gehen und deswegen werde ich jetzt an dieser Einhülzung auch noch Kabelbinder anbringen, um ein Herausrutschen des Schlauchs zu verhindern. Auch das habe ich jetzt ohne die Kamera gemacht, da ich doch etwas mehr Kraftanstrengung hierfür benötigt habe, aber ich hoffe, man sieht es ganz gut. Direkt hinter dieser Einkerbung sitzt praktisch auf dieser Seite der Kabelbinder und hält das Ganze stabil. Nun geht es zurück aufs Dach, an den EBTM-Schlauch, an die Matten und das defekte Stück wird ausgetauscht. Mit den Materialien bin ich jetzt wieder auf dem Dach und im nächsten Schritt löse ich zunächst diese Abklemmung. Der Bypass ist im Moment abgeschaltet. Dass mir hier keine Wasserfontäne entgegenkommt. So. Wenn ich jetzt das Ersatzstück grob drüber lege, zeigt sich, dass ein Schlauch ungefähr hier endet, der andere hier. Entsprechend schneide ich das Ganze jetzt ab, allerdings ein klein wenig länger als nötig. Und auch hier wird dieses Teilstück jetzt entlang dieser Markierung herausgeschnitten. Und jetzt sieht man hier noch mal sehr schön, ja, da ist es das Ganze noch mal gerade schneiden. Und ich mache aber jetzt hier eins. Ich schneide das etwas länger hier frei. Auch diese Endstücken werden leicht eingefettet und ineinander gepresst. Eins. Das Ganze ist jetzt hier etwas länger, das ist aber durchaus so geplant, weil ich nicht weiß, wiefern hier Bewegung reinkommt. Auch hier das Ganze mit einem Kabelbinder fixieren. So, der Bypass ist wieder geöffnet. Es ist noch warm und heiß genug, dass das Wasser wieder über die Schläuche läuft. Und nun wird es spannend zu sehen, ob das Ganze auch dicht ist und dicht bleibt. So, am Pool selber kann man jetzt sehen, wie die Luftblasen nach oben schlagen. Das heißt, das Wasser bläst jetzt die Luft aus den Solarmatten durch die Leitung zurück in den Pool. Durch die Matterbisse war das Ganze natürlich undicht gewesen und jedes Mal, wenn der Druck runtergegangen ist von der Leitung, hat diese Luft gezogen. Das Wasser ist in den Pool zurückgelaufen. Das sollte zukünftig nun nicht mehr passieren, da das Wasser in den Solarmatten einfach stehen bleiben wird. So, das Ganze hier ist dicht. Hier ebenfalls. Dann kann die Badesaison kommen.